mit dem OpenOffice Writer die Seitenanzahlen hinzufügen, allerdings nicht ab der ersten Seite, sondern zum Beispiel ab der 4. oder 5. oder 6., je nachdem, wie man das Ganze gerne hätte. Ich habe hier auf der Seite 4 begonnen mit der Seite 1, 5 ist dann Seite 2 und so weiter und so fort. Könnt ihr hier jetzt das Ganze natürlich jederzeit erweitern. Hier beim Deckblatt und beim Inhaltsverzeichnis soll hier keine Seitenanzahl stehen. Hier beginnen wir mit einem neuen OpenOffice Writer Dokument. Hier möchte ich einmal unser Deckblatt haben. Kann ich da auch hinschreiben, Deckblatt. Da möchte ich eine zweite Seite haben. Das kann ich ganz einfach mit Steuerung und Enter. Gehe ich da mal ans Ende, Steuerung Enter. Dann habe ich hier eine zweite Seite. Da möchte ich unser Inhaltsverzeichnis haben. Hier soll auch keine Seitenanzahl stehen am Ende. Dann drücke ich noch einmal Steuerung und Enter. Und hier möchte ich eine Leerseite haben. Und ab hier soll dann hier unten rechts Seite 1 stehen. Dazu gehe ich einmal auf Einfügen, manueller Umbruch, Seitenumbruch, ganz wichtig, Vorlage. Hier möchte ich mit Standard eine Seitennummer angeben, Seitennummern ändern, hier in unserem Fall mit Seite 1. Das heißt, hier auf der 4. Seite steht dann Seite 1. Ich könnte auch hier mit der Seite 4 beginnen und bei den ersten 3 wird es einfach nicht angezeigt. Das ist natürlich auch möglich. Ich möchte allerdings mit der Seite 1 hier beginnen, sage dann OK und hier wird die Seite 4 eben hinzugefügt. Dann gehe ich her und auf Einfügen und möchte unsere Seiten als Fußnote hier unten erscheinen lassen. Einfügen, Fußzeile, Standard. Jetzt steckt euch nicht, hier kommen jetzt diese Fußzeilen auch bei den ersten 3 Seiten, die können wir dann ganz einfach entfernen. Hier wird dann auch 1, 2 und 3 stehen, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Dann einfügen, einen Feldbefehl wollen wir geben und eine Seitennummer. Hier haben wir schon auf unserem Deckblatt 1, 2 und 3 stehen und hier beginnen wir wieder mit der Seite 1. So, und jetzt wollen wir das hier eben entfernen. Ich tippe mal hier mit der linken Maustaste in das Deckblatt rein, egal wo. Und hier unten seht ihr bei Standard, rechte Maustaste. Und hier gehe ich jetzt zum Beispiel auf erste Seite. Dann verschwindet das Ganze. Dasselbe mache ich jetzt hier mit der Seite 2. Tippe da mal irgendwo rein, gehe unten auf Standard, rechte Maustaste und sage hier, möchte ich mein Verzeichnis haben, dann verschwindet auch hier die Seite 2 und gleich wie auch auf der Leerseite. Und hier beginnen wir eben mit der 4. Seite, mit der Seite 1. Das kann ich jetzt natürlich jederzeit erweitern. Und hier haben wir dann 2, 3 und 4 stehen. Ich kann das natürlich jetzt auch auf der rechten Seite haben, die Seitenanzahl. Da gehe ich oben auf rechtsbündig. Könnte hier auch noch Seite dazu schreiben. Seite. Und dann haben wir hier Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4. Ja, wenn ich euch weiterhelfen habe können, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.